Vielleicht trägst du gerade etwas in dir, das schwerer ist als jeder Kummer. Enttäuschung, Schmerz, ein Gefühl, dass jemand dich verletzt hat, ohne je zurückzublicken. Und du fragst dich, wie soll ich vergeben, wenn die Worte fehlen oder wenn nie eine Entschuldigung von dieser Person kommt? Heute spreche ich mit dir über etwas, das viele missverstehen. Die stille Sprache der Vergebung. Eine Sprache, die nicht aus großen Gesten besteht, sondern aus inneren Entscheidungen, leise Veränderungen und mutigen Perspektiven. Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast Voices of Growth. Güdisan ist mein Name und heute spreche ich über die stille Vergebung. Wie können wir einen Menschen vergeben oder haben die Möglichkeit, der uns sehr verletzt hat? Was können wir da machen? Und erstmal werde ich euch erklären, was es genau ist, was sich dahinter verbirgt. Und vielleicht bringt ja meine Stimme euch was. Und wenn ihr noch den Kanal nicht abonniert habt, dann abonniert bitte, weil ihr mir die Möglichkeit gibt, dass meine langen Videos auch an die Zuschauer geht, die auch großes Interesse daran haben oder gerade vor allem dieses Thema brauchen. Und vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, die Stimme von dieser Person auch zu sein. Viele Menschen glauben, Vergebung ist, ich muss vergessen, was passiert ist. Oder ich muss die andere Person zurück in mein Leben lassen. Aber das stimmt nicht. Vergebung heißt nicht vergessen. Vergebung heißt befreien, und zwar dich selbst, nicht den anderen oder die andere. Früher dachte ich, Vergebung sei eine Art Frieden, den man gemeinsam schließt. Doch irgendwann habe ich in meinem Leben verstanden, die wichtigste Vergebung passiert still, tief und in uns drin. Ohne Worte, ohne Versöhnung, manchmal sogar ohne Kontakt mit der anderen Person zu haben. Warum Vergebung überhaupt so kompliziert ist oder schwer? Vergebung ist ja ein komplizierter Prozess, für uns vielleicht, nicht weil wir stur sind, sondern weil unser Gehirn und unser Körper Schmerz speichern. Vielleicht kennst du diesen Satz, der Körper trägt die Rechnung. Wenn du Groll gegen jemanden hegst, spürst du genau das. Spannung, Müdigkeit, Grübel und ein Gefühl der Schwere im Brust und Herz. Nicht vergeben heißt, diesen Schmerz immer wieder neu abzurufen und immer wieder zu erleben. Und dein Körper glaubt dann, oh, ich muss mich jetzt schützen. Und hält dich unbewusst in einer Dauerschleife, wo du nicht mehr so leicht rauskommen kannst. Ich sagte ja, Vergebung beginnt nicht mit dem Gespräch, mit dem du mit dieser Person führen könntest. Sie beginnt durch innere Perspektivwechsel, also innere Veränderung. Du hörst auf, dich zu rächen, selbst nur gedanklich. Das ist auch schwierig. Stell dir mal vor, du bist ständig auf diese Person fixiert. Vor allem auch in deinem Kopf, was da alles passiert. Du tust dir das alles dir an mit den ganzen Bildern, mit Rachegefühl. Das ist alles Gift, was ich immer so bezeichne. Gift ist wie zum Beispiel Wut und Rache. Overthinking zum Beispiel. Das sind so ganz schlimme Sachen, die wir uns immer selbst antun und im Endeffekt dann irgendwann mal unser Körper dann auch nicht mehr mitmacht. Und du hörst auf, wenn du diese inneren Veränderungen erlebt hast, hörst du auch auf, immer wieder diese Geschichte zu erleben. Ich meine, das hast du jetzt schon einmal erlebt. Es wäre einfach einer der größten Geschenke, die du dir machen kannst, wenn du aufhörst daran zu denken, was so schlimm war und nach vorne zu schauen. Es ist immer so gemein, das zu sagen, das verstehe ich auch total. Es ist halt die harte Wahrheit. Wenn du nicht loslassen kannst, diese Gedanken loslassen kannst, dann wirst du krank. Und das bringt die innere Veränderung bei dir. Du hörst einfach auf, immer wieder die Geschichte zu erleben, lässt das hinter dir. Und für dich ist auch dein Frieden viel wichtiger, als irgendwo Recht zu haben. Und du siehst auch die guten Taten von Menschen, weißt du, die auch in deiner Umgebung sind. Und vielleicht hast du irgendwann mal sogar etwas Empathiegefühl für diese Person, die dir das angetan hat. Ich habe letztes Mal ein kurzes Video gesehen, vielleicht kann ich das auch kurz einblenden. Da ist ein Herr, das ist ein Straßenverkehr und ein Herr halt hält an und der andere Mann sitzt im Auto und der Herr, der vor ihm steht und schreit ihn einfach an und sagt, ja, was ist denn hier passiert und dies und das, greift ihn einfach an. Und der andere Mann im Auto sitzt ganz bequem, ganz gemütlich und lächelt sogar den anderen Mann an und neben ihm sitzt noch ein Beifahrer und er fragt, ja hier, warum verteidigst du dich nicht, was ist denn los? Da hat er ein ganz cooles Beispiel gegeben. Er meinte, wir Menschen, wir sind so wie Mülleimer. Wir kriegen den ganzen Mist von anderen Menschen ab und sammeln es. Und leider ist es manchmal so, dass wir diesen ganzen Müll irgendwo ablassen müssen. Und manchmal passiert das auch, dass wir das an andere Menschen rauslassen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Müll
Also das, was du erlebt hast, irgendwo rauslässt, wo du zum Beispiel nicht anderen wehtust. Und wenn du ständig an diese ganzen schlechten Geschehnisse dich erinnerst, dann passiert das ja in Momenten, wo du dann auch andere bestrafst, obwohl die das überhaupt nicht verdient haben. Es kann ja sein, dass diese Person genau auch für dich bestimmt ist, auch ein Freund, Freundin, egal was, ja. Und dass man ausgerechnet genau diese Person verletzt, die man ja gerade liebt oder lieben könnte. Und dann nimmst du deine Chance zum Leben. Oder etwas Schönes weg. Nicht zum Leben, sondern etwas Schönes weg. Ja, und da entsteht auch der Gedanke, ich lasse los, weil ich selbst frei sein möchte. Und das ist die erste Möglichkeit für dich, dass du vergibst. Ja, vielleicht glaubst du nicht daran, aber wenn du innerlich loslässt, spüren auch die Menschen das in deiner Umgebung. Nicht, weil du sagst, sondern weil deine Energie sich verändert. Ich hatte eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging und die Menschen haben es sofort bemerkt. Ich sah so grau aus, so unglücklich, meine Augen haben nicht mehr geleuchtet. Da hat mir sogar jemand gesagt, wer hat dir dein Leuchten weggenommen in deinen Augen? Man merkt einfach, dass du eigentlich sehr viel Willenskraft hast auch im Leben. Aber was ist denn passiert? Warum ist das denn passiert? Weil es lohnt sich überhaupt nicht. Das verändert sich halt durch diesen kleinen Shift wirklich. Wenn du diese kleine Veränderung auch akzeptierst, dann hast du dein Leuchten wieder. Und wir sind ja Umgebung von Energie, das wissen wir ja alle, oder? Das weißt du hoffentlich auch. Und du musst auch nicht vergeben, um zurückzubekommen. Aber manchmal geschieht genau das. Also, es ist ja nicht so, dass du vergeben musst, um diese Person wieder zurückzubekommen. Nein, du lässt es los und bekommst dann das Bessere, was genau für dich auch geeignet ist, weil Kontakte heilen, auch gute Kontakte, Verbindungen heilen, egal mit wem du das auch aufbaust. Missverständnisse lösen sich und du lernst dich auch neu auf eine andere Art und Weise kennen. Ja, und es gibt einen Punkt, an dem du nicht nur heilst, sondern sogar wächst. Das habe ich ja auch gesagt. Wenn du vergibst, dann wirst du emotional stärker, entwickelst mehr Resilienz, öffnest dich neuen Beziehungen, neuen Wegen und ziehst sogar auch andere Menschen an, die auch, wie ich schon gesagt habe, mehr für dich geeignet sind und lässt die Vergangenheit nicht mehr deine Zukunft definieren und vor allem auch deine Gegenwart. Vergebung ist kein Geschenk an den anderen, sondern an dich selbst. Es ist ein tiefer Akt der Fürsorge, Selbstfürsorge. Und es schafft für etwas Neuem, ja, für Frieden und für eine neue Identität, die du für dich erarbeiten kannst. So, und natürlich kommen wieder meine wunderbaren kleinen kurzen Werkzeuge, die ihr in eurem Alltag anwenden könnt, damit ihr auf dem Weg dahin das anwenden könnt und auch endlich frei sein könnt. Erstens, sag dir selbst, ich bin bereit, diesen Schmerz loszulassen. Für mich. Zweitens, nimm deine Gefühle ernst. Weil Vergebung heißt nicht, deine Verletzungen zu ignorieren. Nein, du wurdest verletzt, nehme es an, akzeptiere es, es hat sehr weh getan, fühle es, aber ziehe es nicht so in die Länge, dass es immer wieder dich beeinträchtigt. Drittens, was ich sehr wichtig finde, erlaube auch Pausen zum Grübeln. Ich sage dir, nicht verdrängen, sondern auch darüber Gedanken machen. 10 Minuten reichen komplett aus für diesen Kreislauf. Wenn du das mal kurz durchgehst und dann siehst du zum Beispiel auch eine Sache, was für dich sehr hart war, aus einer anderen Perspektive und dann sagst du, okay, abgehakt, weg und dann am nächsten Tag vielleicht nochmal, wenn du das brauchst, aber das musst du jetzt nicht unbedingt tun, wenn du das benötigst. Und was ich immer sehr wichtig finde, schaffe Abstand aus den Augen, aus dem Sinne, das ist wirklich ein sehr wichtiges Wort. Emotional, mental, manchmal auch räumlich. Muss nicht unbedingt sein, aber es hilft für eine kurze Zeit auch weg zu sein. Aber wenn du weg bist, bitte befasse dich mit diesen Verletzungen, weil wenn du gehst und die Verletzungen verdrängst, kommst du zurück mit härteren Verletzungen, ja? Dann kommt alles wieder hoch und es tut dann noch mehr weh. Deswegen Abstand ist kein Abstand, sondern Heilung. Versuche diese Kombination gemeinsam dann auch anzuwenden. Und bitte, 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 5. sei geduldig mit dir selbst. Du bist ein Mensch, du hast was erlebt und das musst du verarbeiten, ja? Und wenn es von heute auf morgen auch nicht funktioniert mit Vergebung, es wird irgendwann mal kommen. Wir sagen ja, diese kurzen Schritte, diese kurzen Momente, die sind immer sehr wichtig, nimm die ernst. Sag nicht, ich muss den ganzen Tag daran arbeiten, damit ich morgen erfolgreich raus bin. Das stimmt überhaupt nicht. Mit der Zeit heilen die Wunden. Das ist ja auch, es wurde ja auch nicht irgendwann erfunden. Das ist ja irgendwie ein Beweis für uns alle. Deswegen, Vergebung ist ein Prozess, ja? Das sagen wir jetzt als letzten Punkt. Und diese ganzen Schritte musst du nicht perfekt gehen, ja? Du musst ihn einfach irgendwie anfangen damit. Fange irgendwie an und du findest dann deinen Weg dahin. Mit der Vergebung meine ich. Wenn du heute einen Satz mitnimmst, ich habe ja jede Menge Sätze jetzt ausgesprochen, aber einen Satz möchte ich dir zum Schluss auch noch mitgeben.
Vergebung ist die stille Sprache, mit der du dir selbst sagst, ich verdiene Frieden. Und so werde ich auch meine heutige Folge zum Abschluss bringen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, es hat euch irgendwie einen neuen Input gegeben. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Anregungen habt und die mit mir teilt. Ich nehme gerne alles ernst. Ihr könnt mich über TikTok, ich glaube auch Spotify kann man auch kommentieren. Auch hier auf YouTube könnt ihr gerne schauen oder gucken, ob ihr was dazu schreiben wollt. Ich freue mich natürlich auf jede Likes und Abonnenten, wenn es die Möglichkeit anderen ergibt, ja, weil wenn ihr jetzt abonniert und mich unterstützt, dann habe ich die Möglichkeit, auch eine Stimme für jemand anderen da draußen zu sein, der mich noch nicht gefunden hat, und das passiert nur mit euch. So, wie ich immer so schön sage, passt gut auf euch auf, ihr werdet geliebt, glaubt mir, ich liebe euch sehr und freue mich jede Woche Donnerstag um 18:30 Uhr auf euch. Passt gut auf euch auf, fühlt euch gedrückt von mir und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!